Hallo, hier ist Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich habe heute eine Monotypie mitgebracht, die ich letzthin gefertigt habe. Die gefällt mir jetzt aber noch nicht so gut. Deswegen werde ich sie umgestalten. Das war also ein manuelles Druckverfahren mit verschiedenen Farben. Und das wird mit einer Gelplatte hergestellt, die man mit Farbe bewalzt oder bestreicht mit dem Pinsel, je nachdem. Und dann entsteht dieses Bild in verschiedenen Druckgängen. Jetzt gefällt mir das eben von der Farbe, wie gesagt, nicht so ganz. Das ist nicht optimal gelungen. Und deshalb möchte ich das nochmal überarbeiten mit einer anderen Methode. Und zwar habe ich dazu einen Plastikspachtel mitgebracht. Und diesen Plastikspachtel werde ich jetzt mit schwarzer Acrylfarbe bestücken. Einfach hier auftragen entlang der Kante. Und das kann man jetzt mit dem Pinsel nochmal ein bisschen besser verteilen, dass das auch gut an der Kante liegt und dass das ein bisschen gleichmäßiger auch verteilt ist. So, und da seht ihr, die Plastikspachtel hat jetzt diese Farbe angenommen. Und jetzt nehme ich die und bringe da ein Muster auf mit entsprechendem Druck. Diese Form war jetzt ungefähr der Rand von dieser Gelplatte. Bei dem Druck gehen auch manchmal Farbspuren außerhalb dieser Kante. Das macht das Ganze interessant. Das ist also kein Fehler in dem Sinn, sondern das soll dann auch so sein. Es entsteht meistens durch Zufall und genauso muss das auch jetzt weitergehen. Ich überlasse dem Zufall, was jetzt draus entstehen wird. Und natürlich kann ich das schon ein bisschen steuern, je nachdem. Fange ich an und diesmal gehe ich auch über diese Kante hinaus, damit es noch interessanter wirkt, das Ganze, und nicht so eingezäunt durch diese Kante. Und da das Aquarellpapier eine Struktur hat, seht ihr schon, hängt sich die Farbe in diese Aquarellpapierstruktur rein und ergibt tolle Effekte. Das fasziniert mich immer wieder. Und dann kann man das steuern, je nachdem, wie schnell man das drüber zieht. Dann geht man natürlich eine gewisse Formensprache entlang, indem man den Spachtel auf und abzieht oder vielleicht nur kurz bewegt und dadurch sich Formen zeigen. Oder man geht etwas schneller darüber. Ihr seht, das ist sehr individuell, je nachdem, wie viel Farbe da drauf ist, und das reibt sich dann ab von dieser Spachtel. Ja, und dann ist da schon wieder ein ganz anderes Bild mit Struktur. Das werde ich jetzt nochmal wiederholen. Und dieses erste Bild, was auf dem Blatt zu sehen war, stellt jetzt einfach schon mal ein Layer dar, einen Untergrundlayer für das kommende Bild eben. So kann ich auch alte Bilder, die mir vielleicht nicht so gut gefallen, einfach wieder umgestalten.
Das geht also wunderbar mit Acrylfarbe. Und diese Acrylfarbe wird pur aufgetragen. Die wird gar nicht jetzt mit Wasser versetzt in dem Sinn, sondern einfach nur die pure, etwas pastose Acrylfarbe. So, dann könnt ihr das natürlich drehen, denn auch durch das Drehen eines Bildes ergeben sich vielleicht neue Sichtweisen, was mir da gefallen könnte, was nicht, was ich besser machen möchte, was nicht. Also diese weißen Strukturen gefallen mir eigentlich ganz gut da drin. Die möchte ich weitgehend so belassen. Und die lasse ich dann auch so stehen. Dann drehe ich das wieder. So, das finde ich jetzt wirklich soweit gelungen von der schwarzen Farbe her. Vielleicht hier noch eine Kleinigkeit zusätzlich. Und man nimmt wenig Farben, also es ist ja schon von der Farbe her eine ganz gute Komposition, weil das erste Schwarz wurde mit Weiß dann überlayert und wirkt grau, dunkelgrau. Dann hat man das Gelb, was da auch noch verwendet wurde beim Drucken, und eben die weißen Akzente, die das Ganze spannend hervorheben. Und jetzt folgt eine Trocknungsphase, das werde ich mit dem Föhn vornehmen. Dazu schalte ich kurzzeitig ab und bringe euch dann später wieder ins Spiel. So, liebe Kunstfreunde, die Trocknungsphase ist beendet. Jetzt werde ich das Bild weiter bearbeiten, und zwar zur Abwechslung jetzt wieder mit einem weißen Layer arbeiten. Das heißt, ihr nehmt euch die weiße Farbe her und tragt die genauso eben auf die Spachtel auf, wie bei der schwarzen Farbe. Und zieht es nach Belieben über das Bild. Dazu werde ich jetzt relativ vorsichtig agieren, damit es nur eine dünne weiße Schicht wird. So dass man die schwarze Farbe auch noch durchsehen kann.
Und ich beachte dabei die Formen, die ich da mit der schwarzen Farbe vorher schon gezogen habe. Und wie ihr seht, sind wieder neue wunderbare Akzente entstanden und macht jetzt das Bild schon sehr, sehr viel interessanter und lebendiger. Jetzt ist es natürlich nötig, das Bild erneut zu trocknen. Ich werde euch später wieder hinzuholen. So, die zweite Trocknungsphase ist jetzt vorbei. Ich habe mir überlegt, es sieht immer sehr schön aus, wenn man Akzente setzt, sogenannte Markierungen oder auf Englisch Marks. So heißt es eigentlich in der Künstlersprache dann. Die werden dann ins Bild gebracht. Es kann unterschiedlich sein. Ihr könnt es frei und spontan in das Bild einfügen. Dazu habe ich einen schwarzen, relativ dünnen Stift mitgebracht. Wie ihr seht, also diese Spitze ist sehr dünn. Ich hoffe, man kann es sehen. Und das ist Künstlertusche. Die ist zum einen lichtbeständig, das heißt, sie wird nicht einfach verblassen und irgendwann verschwunden sein, sondern sie ist lichtecht. Und was noch viel wichtiger ist, sie ist auch wasserfest. Das heißt, da kann jetzt nichts passieren, wenn ich dann vielleicht mit einer anderen Farbe, die mit Wasser versetzt ist, dann nochmal drüber male. Die ist also wasserfest. Gut, und was ich mir so überlegt habe, vielleicht bringe ich da einen Schriftzug ins Spiel oder mehrere Schriftzüge, so mit Leichtigkeit geschrieben. Ihr müsst auch keine echten Worte schreiben, das kann einfach auch nur eine Kritzelei sein, je nachdem. Es ist immer spannend, dann sowas noch zu ergänzen. Und das werde ich jetzt mal tun. So, das sind meine kleinen, feinen Marks, die ich da setze. Und jemand, der das Bild betrachtet, der wird auch diese feinen Schriftzüge dann erkennen. So, und dann habe ich mir gedacht, mache ich zum Abschluss noch dieses Gelb als letztes Layer und nur spontan einzelne
Formen vielleicht setzen. Bin mir noch nicht sicher, da muss ich jetzt selbst noch mal in mich gehen, was ich da anbringe. Ich dachte mir, da oben. Und eventuell noch in diesem Bereich. Ja, das gefällt mir jetzt sehr gut. Es hat ein stimmiges Bild, nicht zu viel, auch nicht zu viel Farbigkeit, sondern nur einzelne Akzente, denn Schwarz und Weiß sind ja sogenannte Unfarben. Das heißt, sie sind einfach jetzt im Gegensatz zu den Farben unbunt, eben weiß und schwarz, so dieser Gegensatz. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich zeige euch das nochmal. Ich rutsche es noch ein bisschen runter. Also das Kunstwerk in dem Sinn ist jetzt für mich fertig. Es ist ein abstraktes Kunstwerk entstanden und ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Ihr könnt es leicht nacharbeiten und könnt es selbst ausprobieren. Und das sind immer Sachen, die bei Kunstfreunden, die abstrakte Kunst lieben, eben sehr schätzen, dass da eine gute Formensprache vorhanden ist, eine Farbharmonie vorhanden ist und ja, das Ganze eine Komposition darstellt, die man eben sehr gerne betrachtet. Und wenn das dann gerahmt ist in einem unter Glas und mit einem Passepartout, so dass man auch eben diesen bedruckten Rand sehen kann, dann hat es eine sehr gute Raumwirkung. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn es euch Spaß macht, mir weiterhin zuzusehen, abonniert einfach meinen Kanal. Ich verschicke dann immer an die Abonnenten natürlich auch eine Einladung, wenn ich wieder was Neues als Film eingestellt habe. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr da mitmacht. Und über ein Like freue ich mich natürlich auch, denn dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Hinterlasst auch Kommentare, ich antworte euch jederzeit. Vielen Dank, eure Anne Pross von Anne Pross Kunst.